21. August 2021 und das ist eine Rarität. Hier ist Denise und Willi. Ein Mercedes-Benz, speziell gebaut für die Schweiz. Ich guck mal gerade, Willi, stimmt das? Ist richtig. Und die Rarität deswegen, warum er, ich sag mal so speziell ist, werden wir gleich mal erfahren. Ich nehme mal an, es hat ein bisschen was zu tun mit den Schweizer Straßen und Bedingungen, die ja hier herrschen. Das heißt also teilweise Pässe und so weiter. Ganz genau, das ist das Thema. Ja, in der Schweiz ist natürlich alles ein bisschen enger und kurviger und deshalb ist auch das Fahrzeug schmäler gebaut als in Deutschland. Ja. Und auch die ganze Panoramaverglasung ist speziell gemacht für die Passfahrten und Bergfahrten und so, genau. Hallo Denise. Hallo. Hallo Willi. Hallo Sven. Ja, tolles Wetter heute am Samstag. Es war nicht immer so schön jetzt dieses Jahr, oder? In der Schweiz? Nein, auch bei uns wie vielerorts sehr nass gewesen. Ja, genau, ja. Das ist so. So, komm mal gerade mal neben mich hier beide, ja, dass wir dem Fahrzeug mal gerade noch mal die volle Aufmerksamkeit geben, denn das ist ein richtiges Schätzchen. Ihr habt es zusammengebaut. Das ist ein Reisebus gewesen, ne? Ist ein Reisebus gewesen, der ist im Kanton Zug gelaufen und hatte 32 Sitzplätze gehabt ursprünglich und ein Gesamtgewicht von 9,2 Tonnen. 9,2 Tonnen, Denise. Ihr wohnt hier drinnen zu viert, oder? Ja, wenn noch alle mitkommen, ja. So, die sind schon alt, deine Töchter? Ja, die sind schon ein bisschen groß, wobei das heißt noch gar nichts, oder? Also das ist immer ein Abenteuer, sie kommen nach wie vor gerne mit. Ist natürlich ganz etwas Spezielles da. Ja, ist richtig schön, ja. Wir werden auch gleich mal ganz kurz mal reinhalten, aber von hinten, da sieht man schon, das ist ein sehr kompaktes Maß, eigentlich genial für ein kompaktes Wohnmobil, oder? Das ist so. Also er ist sehr agil. Also der Kurvenradius ist 18 Meter. Das heißt, man kann sehr gut Kurven fahren damit. Auch auf den Campingplätzen hatten wir eigentlich nie ein Problem. Es sei denn, du fährst damit drauf und kannst dich vor Leuten nicht mehr retten, oder? Auch das kommt vor, ja. Aber es ist eigentlich ein positiver Effekt, weil ich habe immer Freude, wenn andere auch Freude haben. So, wir werden das jetzt mal multiplizieren. Dieser Radträger, ich habe genau den gleichen, ja, der ist genial, weil man kann ihn zwar nicht wegklappen, aber er funktioniert hervorragend. Der ist wirklich sehr gut und für mich auch sehr nutzbar, weil bei diesem Fahrzeug muss man ja ab und zu auch mal den Ölstand kontrollieren und somit kann ich das Ring frei machen, oder? Ja, das Gewicht ist unter 7,5 Tonnen, das spielt aber hier in der Schweiz keine Rolle. Ihr habt beide wahrscheinlich LKW oder ist das damals noch nicht nötig gewesen? Das war eigentlich schon nötig, wobei heute haben wir auch in der Schweiz die Kategorie C1 für bis 7,5 Tonnen. Aber ich habe den LKW-Ausweis, so ist kein Problem gewesen. So, und deine Frau fährt auch? Meine Frau fährt nicht, nein. Also sie könnte ihn fahren, es ist kein Problem. Es ist eine normale H-Schaltung mit 5 Gängen, aber sie hat den Ausweis nicht. Ja, da ist ein Motor drunter. Was hat der für eine Leistung? Das ist ein 5,9 Liter Mercedes, rein 6-Zylinder mit 130 PS. So, jetzt war der, als er den bekam, natürlich nicht in dem Zustand. Der musste ein bisschen was machen, oder? Ja, ein bisschen ist stark untertrieben. Das Fahrzeug war eigentlich am Ende seiner Lebenszeit. Und wir haben dann die ganzen Fenster rausgenommen, die ganze Mechanik weg, den Rost gemacht, die Malerei haben wir auch selber gemacht und hatten eigentlich 3 Jahre Arbeit. 3 Jahre Arbeit heißt immer jetzt am Wochenende oder durchgehend? Oder immer wieder mal? Nein, das ist natürlich nebst dem Berufsleben noch am Wochenende, in den Ferienzeiten und so und nach Lust und Laune. Also es war ein Marathon eigentlich. Ich darf mal kurz da reinhalten in das Fenster? Unbedingt, ja. Ja, unbedingt, wenn ich mal kurz schaue. Ich schaue mal gerade, was man da sieht. Das ist die Schlafkammer, oder? Genau, ja. Wir können hier eine Bestuhlung machen hinten, aber eigentlich ist das unser Bett. Und die Kinder haben auf der linken Seite ein Kajütbett. Und was man dort im Eck noch sieht, ist das separierte Toilettenhäuschen. Oh, das ist da hinten, das was da drin ist. Wir werden also nicht groß reingehen, das haben wir gesagt. Das ist ein bisschen Privatsphäre, soll euch ja bleiben. Ja. Aber trotzdem, ihr habt ja viele Leute, die immer wieder mal fragen, was ist denn das und so weiter. Du musst immer viel erklären, oder? Ja, viele möchten natürlich wissen, woher das Fahrzeug kommt, wie die Technik läuft. Viele kennen das natürlich von früher noch. Es gibt viele ältere Leute, die mir Anekdoten erzählt haben aus ihrer Zeit, Schulzeit, als Schulbus und so.
Also ist auch sehr lieblich in der Karosserieform. Das macht den Leuten noch Freude. Stromlinienförmig. Denise, Genau. sag mal hier oben diese Fenster, das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Bei schönem Wetter ist das schon eine kleine Sauna, oder? Ja, das ist sehr schnell, wird sehr schnell sehr warm. Genau. Okay. Ist das Fahrzeug denn geeignet für den Winter? Es wird auch sehr schnell kalt. Toll. Ja. Aber der Vorteil ist ja auch die Rundumsicht, oder? Deshalb die vielen Fenster. Wir haben es ja auch so belassen. Jetzt sieht man ja hier, wir sind ja gerade in Interlaken, das ist ja noch relativ flach, sage ich mal, für Schweizer Verhältnisse. Es geht ja noch viel mehr. Und wenn man das Ganze jetzt mal sieht, die Rundumsicht bedeutet, diese Fenster sind in der Schweiz auch wirklich nutzbar. Wenn du rausguckst, siehst du nicht nur Himmel, oder? Das ist so. Ja, man sieht da das Bergpanorama auf allen Seiten. Und ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft für Touristenfahrten. Wahnsinn. Ja, das Thema Astabweiser ist natürlich ein großes Problem. Du bist auf Campingplätzen. Die Höhe ist natürlich herrlich. Der ist nicht zu hoch. Also ich habe ja ein Fahrzeug 3,70 Meter. Da kommst du in viele Campingplätze gar nicht mehr rein. Das ist wahr, ja. Wir sind hier bei 2,85 Meter, also nicht mal 3 Meter. Und die Höhe ist nie das Problem. Es ist wahrscheinlich eher das Gewicht, das vielerorts ein bisschen ein Problem macht. Dieses Gesamtgewicht jetzt bei 6,5 Tonnen und das ist natürlich für einen feuchten Rasenplatz zu schwer, oder? Ja, aber ich kann dir sagen, also die Plätze werden immer größer, zumindest mal in Deutschland. Also Italien habe ich es nicht so gemerkt. Da gibt es aber auch immer mehr Plätze für diese fürchterlichen Joghurtbecher. Die kennst du? Ja, das ist natürlich das ist ein Zeichen der Zeit, oder? Man fährt heute so etwas. Aber ist ja kein Nachteil für dich. Das heißt, wenn es große Plätze gibt? Ja, das ist so. Nein, große Plätze sind natürlich sehr gut. Ja, das ist natürlich wirklich auch gerade, wie du gesagt hast, in Deutschland, wo wir oft sind, genießen wir das, dass man gute Infrastrukturen hat. Also eigentlich haben wir mit dieser Größe noch nie Probleme gehabt. Ja, die Schweiz scheint ja so ein bisschen so die Keimzelle des Wohnbusses zu sein, Denise. Wie lange seid ihr denn schon unterwegs mit Wohnbussen? Jetzt habe ich dich. Ungefähr. Seit wir uns kennen. Echt? Und ihr habt 2 Kinder, die sind beide von euch? Ja, ich glaube es, ja. Okay, das heißt, ihr kennt euch schon lange, oder? Ja, also wir kennen uns jetzt schon 30 Jahre, 35 Jahre. Oder? Ihr seid seit 30 Jahren unterwegs mit Wohnbussen dann, oder? Das ist nicht, der ist jetzt erst 20 Jahre in unserem Besitz da. 20 Jahre? 20 Jahre, genau. Und vorher hatten wir noch kleinere Busse, aber immer Oldtimer. Es ist immer mein Hobby auch. Es ist nicht nur das Campen als solches, sondern es ist ja auch die Freude, das ganze Jahr ein Fahrzeug zu unterhalten, oder? Ja, du musst einiges können, um so ein Fahrzeug zu restaurieren. Zumindest mal so, dass es nicht anschließend peinlich wird. Was muss man da alles so können? Zum Beispiel Holzarbeiten? Holzarbeiten sind hier eigentlich nur bedingt gefragt gewesen, weil es gibt da noch Holzverspriegelungen im Dach. Die musste man auswechseln, aber sonst sind natürlich Karosseriearbeiten sind, sehr maßgebend und vor allem auch technisch. Technisch muss das Fahrzeug gut beieinander sein. Ich darf mal ganz kurz den Führerstand zeigen. Ja. Dass wir da mal, wenn du mal so lieb bist, mach mal auf. Der cool ist auch, das Ganze sieht aus wie bei einem, ich sag mal, bei einem Zugabteil so ein bisschen. Wenn hier abgeschlossen wird, darf ich mal den Schlüssel sehen? Also, dass wir nur mal... Das ist ein Standard-Fahrzeugschlüssel. Ein Sicherheitsschloss quasi. Ein Sicherheitsschloss, Jahrgang 56, genau. 56. Und das ist natürlich auch, wenn man sowas sieht hier, die Verarbeitung und so, das geht heute gar nicht mehr, oder? Nein, das ist alles Messing und das ist natürlich Handwerkskunst und früheren Karosseriebauen, ja. Wenn du das hier siehst mit dem Innenteil, Denise, schau mal kurz hier, so Kleinigkeiten, ja. Auch das musste wahrscheinlich abgenommen werden, das wurde gereinigt, behandelt. Ja, Alles. es wurde alles behandelt. Das Holz auch, oder? Ja. Ja, mit den Scheiben, wenn da mal irgendwas kaputt geht, ja, dann fällst du wahrscheinlich ins Leid, oder? Also die Scheiben, also die Frontscheiben im Speziellen sind natürlich das Schlimmste, oder? Weil da gibt es wahrscheinlich gar keine Formen mehr und einen Hersteller noch zu finden, der noch was am Lager hat, das wird wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit sein. Ihr habt das mit viel Liebe gemacht. Also wenn ich hier das Polster sehe, ihr habt das angepasst. War das schon so in der Farbe? Das war in der Form so, aber nicht in der Farbe. Ihr habt es genial angepasst. Das heißt, alles stimmig, oder? Alles ist eigentlich im originalen Zustand. Nur der Farbton habe ich gewechselt, weil ich liebe das Grün und das Elfenbein in der Kombination. So, die Maschine, ist das Einspritzer, Sauger? Was ist das? Ein Direkteinspritzer, genau. Original war es ja mit einer Vorglühung.
Und jetzt, dort sieht man übrigens noch auf dem Armaturenbrett unten links dort, das war eigentlich für die Vorglühung gedacht. Also, wenn es dort aufgeleuchtet hat, hatte man gewusst, ja, jetzt glüht der Motor vor. Aber heute ist das nicht mehr so, Direkteinspritzung. So, da vorne in der Mitte, ist das die Heizung oder was ist da? Das ist ein Wärmetauscher, genau. Das ist nicht die Heizung, genau. Heizung und Lüftung. Das heißt, es hat eine Kupplung. Genial ist die Handbremse. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten Buster Keaton Stummfilm. Was ist da für eine Funktion? Man muss es erst entriegeln, oder? Das ist so, ja. Man sieht den Handhebel oben, den gekröpften, das ist die Entriegelung und eine sogenannte Ratschenbremse. Genial. Also gar nicht so viel anders wie heute, oder? Ja, eigentlich nicht, nein. Nur, dass hier eigentlich bei diesem Fahrzeug jetzt noch wirklich alles Mechanik ist, oder? Später wurde dann alles noch unterstützt mit Druckluft und alles. Und hier ist das meiste eigentlich mechanisch noch. Okay, das heißt, wenn die große Zombie-Apokalypse kommt, der fährt noch, oder? Der fährt noch in 1000 Jahren, ja. Wir werden sehen, ja. Ja, was sind so die Kids bei dir, wenn du mal irgendwann nicht mehr fahren könntest, so in 100 Jahren, ja, übernehmen die das? Also ich glaube, der Wunsch ist groß, ja. Die Realität wird sich zeigen, auch in der Gesellschaft. Man weiß ja nicht, wie das noch möglich sein wird in ein paar Jahren. Ob es überhaupt noch Benzin gibt in ein paar Jahren, ja? Ja, genau, das ist vielleicht, wobei da gibt es schon viele Lösungsansätze. Man wird es sehen, was die Entwicklung bringt. Aber technisch wird es immer machbar sein, das Fahrzeug. Sag mal hier, der Fahrer, der hatte auch viel Spaß mit der Sonne, oder Denise? Ja, vorne wird es ziemlich warm. Das heißt, es war aber auch schon so, dass hier diese Schattenspender, die waren vorher auch schon da, oder? Ja, das sind alles Originalteile, die da verbaut sind. Da die Fahrerbeleuchtung, der Spiegel, die Uhr, die oben ist dort. Und das ist eigentlich alles originales Equipment von dem Bus. Auch die Blumenvase? Auch die Blumenvase, ja. Die Blumen nicht, die sind das Sammelsurium von uns da. Aber sonst ist alles original. So, das Radio, demnächst gibt es ja kein UKW mehr in der Schweiz. Was machst du dann? Ja, also heute ist sowieso das Handy gefragt, wo man Musik hören kann. Aber das Radio ist auch nicht mehr angeschlossen, aber das gehört einfach dazu. Ja, so. Er hat eine Motorbremse, hat er auch einen Intarder oder einen Retarder? Nein, das ist nur eine Motorbremse, der Hebel unter dem Lenkrad. Ja genau, dieser Label dort. Oder ist eigentlich eine Druckluft, also ist eine Staubremse, ja. Und unten, ich nehme an, dass der Taster ist zum Ausmachen, oder? Nein, das ist die Hupe. Die Hupe? Die Hupe, ja. Ich kann sie mal kurz betätigen. Bitte, ja. Nochmal bitte. Das Geniale ist, das könnt ihr jetzt nicht hören, wir sind ja jetzt hier gerade im Alpenpanorama und das hat jetzt hier wieder Gehalt. Ich nehme an, je nachdem, wo du bist, halt das bis zu 10, 20 Mal wieder, oder? Das ist so, ja. Das gibt auch ein Echo hier. Genial. Ja, dieser Griff hier, der hat wahrscheinlich eine ganz praktische Funktion, oder? Das ist so, der Griff wird benutzt, damit ich aufsteigen kann. Ich habe hier eine Trittklappe, hier kann ich draufstehen und dann kann ich dann die Scheiben reinigen. Genial. Das gibt es heute gar nicht mehr. Also ich kenne es bei den LKWs, da gibt es solche Einbuchtungen, aber hier bei den Fahrzeugen, die ich habe, nicht. Ja. Und toll ist, das ist natürlich auch viel Arbeit, es spiegelt sich unglaublich. Was ist das für Material? Das ist Messing, also das Basisträgermaterial ist Messing und ist nachher verchromt worden. Boah, ist das schön. So, die Spiegel sind neu? Ja, das sind Zanetti-Spiegel, aber ich habe das absichtlich so gemacht, wegen dem Totwinkel da. Das sind ja zweigeteilte. Und die Originalen sind nur so kleine Kuchenbleche und da sieht man nicht viel. Das war dann ziemlich gefährlich, ja, wie es dann aussieht. So, er hat insgesamt 4 Eingänge? Oder 3? Ja, also 3 eigentlich. Vorne die 2 und hinten war ein Durchgang noch, ja. So, ja, du hast mir versprochen, ich darf mal kurz reinhalten mit der Kamera, dass man das sieht. Ihr habt nicht alle Sitze erhalten, so ist es, sondern nur einige. Es waren nicht mehr alle da, ja genau. Aber die da sind, sind im originalen Stil wieder aufgebaut worden, also neu gepolstert und bezogen. So, der Walter Vetter, ist das ein Schweizer? Nein, Vetter ist die Firma von Fellbach, Deutschland. Und die haben die Karosserie aufgebaut für die Schweiz. Boah, toll. Es gibt diese Autos nicht mehr, oder?
Nein, leider nicht. Ja, sowas baut man heute leider nicht mehr. Ja. Nein, ich meine aber jetzt so auf dem Gebrauchtmarkt, so eBay Kleinanzeigen. Nein. Ich verkaufe einen OM. Aha, nein, also ich denke, die deutsche Ausführung sicher eher noch, aber die Schweizer Ausführung ist schon eine Rarität geworden. Ja. Ist der Rampenwinkel okay für dich? Weil es geht ja teilweise steil runter. Das ist sehr gut. Man sieht es auch in der Karosserieform. Er hat ja hinten, wenn man schaut, geht er leicht nach oben. Ich zeige mal gerade, der geht leicht nach oben. Das sehe ich bei fast allen Schweizer Fahrzeugen so. Das ist also, dass die hinten dann nochmal... Genau, er geht leicht nach oben. Das heißt also, wenn ich eine starke Rampe rauffahre, habe ich eine gute Bodenfreiheit. Also ich komme oft gut durch. Oft gut durch, das ist schon mal... Du hast aber keinen Schutz, wenn du mal aufsetzen solltest, dass das ein bisschen da reiben kann, oder? Nein, es wäre, beim Aufsetzen wären sicher die Achsen, die da Schaden nehmen würden, aber ich habe ziemlich hohe Bodenfreiheit. So, wenn wir jetzt reinschauen, ihr habt wirklich alles neu gemacht, ihr habt den Dachhimmel neu gemacht. Ja, der ist auch so gewesen vorher, aber der war verfault, also sind Holzspriegel drin. Das war ja die Möglichkeit, auch ein offenes Dach zu haben, deshalb nur das Holz. Aber unser war geschlossen mit dem Dachfenster. Ja, was total toll ist, hier die Uhr von VDO. Ja, genau. Ja, die war Standard, die hatten die Busse oft drin. Ja, dann ist hier das Sonnenschutzrollo, ist stufenlos, auch eine tolle Geschichte und du kannst ganz zumachen. Ja, ich kann es ganz nach unten ziehen und habe auf der linken Seite einen Hebel zum Entriegeln, damit alles zu öffnen. Ja, total genial ist die Sitzgruppe in der Mitte. Da macht es schon so richtig Spaß, da reinzugehen. Das sind die Originalsitze, die drin waren, ne? Das sind die Originalfahrsitze, genau. Ja. Und die Zulassung für wie viele Personen hast du jetzt? Also jetzt sind für 7 Personen zugelassen, aber wir sind ja meistens nur zu 4. Ja, habe eine große Küche eingebaut, was ich sehe. Die Zeit für den Umbau inklusive Ausbau innen waren 3 Jahre, oder? Also in den 3 Jahren ist eigentlich auch die Restauration des Fahrzeuges inbegriffen. Also das war eigentlich der größere Aufwand. Der Innenausbau hat vielleicht ein gutes Jahr gedauert. So, und wenn deine Frau mitfährt, die fährt hier rechts mit, oder? Genau, ja, da kann sie dann den Sitz runterklappen. Und dann kann sie da neben mir Platz nehmen. Okay, klasse. Ja, ihr seid ein gutes Team. Die Länder, die ihr schon bereist seid, wo wart ihr überall schon, Denise? Quer durch ganz Europa. Beispiel Griechenland? Mit dem nicht, mit den vorderen ja. Genial. Ja. Nein, das Fahrzeug fährt also, wenn man möchte, im Schnitt sicher gute 80 Stundenkilometer. Also man kommt schon weit, aber wir genießen es eigentlich in Etappen und sind eigentlich schon weit gewesen. Also an der Ostsee, an der Nordsee, bis nach Ungarn, in Spanien, an der Grenze, Frankreich, überall Belgien, den Benelux sowieso und Deutschland natürlich. Deutschland ist ein wunderbares Land zum Befahren. Ja, das glaube ich ja. Mit dem Bus. Gibt es da Leute, die schon mal so den Tränen nahe sind, wenn die das Auto sehen? Ja, hoffentlich vor Freude, ja. aber man hat oft Kontakt, ja. Es gibt wirklich sehr viele Leute, die einem zurufen, zuwinken, fotografieren sowieso. Ja. Würde ich ja selber auch machen, wenn ich so einen Bus sehe, oder? Also sehr viele gute Kontakte gehabt bis jetzt, ja. Ja, klär mich mal auf, das sind jetzt keine Kunststoffstreifen, die hier drauf sind, sondern das ist alles lackiert, oder? Das ist alles lackiert, ja. Das ist alles, du meinst die Malerei? Da, ja. Ja, das ist alles lackiert, ja, genau. Gut. Das heißt, das Lackieren muss man aber auch können, oder? Ja, das ist schon, also ich hoffe jetzt, dass man nicht das zu genau aufnimmt, weil es hat schon ein bisschen Mängel, weil wir alles selber gemacht haben. Aber ja, es hat geklappt, ja. Ja, das passt auch für den Zeit. Electrolux, ihr habt einen Kühlschrank eingebaut, klassisch. Der ist schon ein bisschen älter? Ja, nicht gerade so alt wie der Bus, aber ist ein Standard-Camping-Ausbau, ja. Oh, ich mag den Bus. Also das ist schön. Ihr habt einen 4-Flammenkocher. Das heißt, ihr könnt alles mitmachen. Wie ist die Heizung hier? Also die Heizung selber ist möglich. Also wir haben jetzt einen Petrolofen drin. Den können wir so stellen, wie wir möchten. Wir hätten auch die Möglichkeit, mit Gas zu heizen, aber eigentlich im Winter fahren wir nicht. Es sind nur die Übergangszeiten und dann reicht der Petrolofen. Ja, ich glaube, das wäre zu schade mit dem Salz, oder? Das ist dann immer viel Arbeit, den zu reinigen. Die Fenster sind natürlich auch nicht 100%ig dicht überall, oder? Das muss man schon sehen. Das ist natürlich schon nicht ein Fahrzeug für den Winter. Also heute, früher sicher schon, aber heute. Ja, ganz toll. Ich bin ganz begeistert, denn die richtige Größe habt ihr gewählt. Nicht zu groß, nicht zu klein. Man sieht ja hier unglaublich große Fahrzeuge. Da hinten steht zum Beispiel ein Bücherbus, der umgebaut ist, auch ganz toll, aber da kommst du schon nicht mehr überall rein.
Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich denke, ja, den meisten geht es so wie mir oder wie uns. Das hat alles seine Geschichte. Man kommt zum Fahrzeug, ohne dass man es eigentlich irgendwie geplant hat. Und so ist eigentlich jeder für sich eigentlich speziell und wunderbar gemacht. Sehr schön, ja. Ja, ihr beiden, vielen Dank, dass ich zeigen durfte. Wir haben also jetzt keine Details gezeigt, nicht alles aufgemacht. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber ist das nicht immer schön, wenn die Kinder mal wieder mitkommen? Das ist ja bei vielen so, die sagen dann irgendwann mal so mit 13, 14, nee, ich hänge jetzt mit den Kollegen ab und gehen dann nicht mehr mit. Und man trifft sich dann wieder komplett. Das ist natürlich etwas ganz Tolles, ja, dass man da eine Gemeinsamkeit hat. Ja, ihr habt bestimmt viele Fotos mit dem Bus, oder? Wenn ihr den seit 20 Jahren habt, sind die Kinder quasi darin groß geworden, oder? Die sind groß geworden damit, ja. Ja, das ist so. Die sind über 20 und kommen heute immer noch gerne mit, oder? Also von dem her es ist ein Abenteuer, immer ein Abenteuer gewesen und bleibt ein Abenteuer, ja. Ja, wir sind in Interlaken, hier ist großes Bustreffen. Das wievielte für dich? Wir besuchen die Bustreffen schon, also wir hatten sie schon vorher besucht und selber wahrscheinlich etwa das 12., 13. So. 13. Bustreffen. Was sind da schöne Erlebnisse? Also der Austausch, die kommen zueinander oder ist das so, die gleichgesinnten Verrückten mal zu sehen, die sich das antun, 3 Jahre so ein Fahrzeug zu restaurieren? Ja, und was natürlich immer noch toll ist, man kommt immer in eine andere Gegend der Schweiz. Genau, die machen es jedes Jahr woanders, gell? Ja. Und es ist jedes Mal ein anderer, der es organisiert. Ja. Das ist auch interessant. Ja, genau. Ja. Und dieses Jahr gut geworden? Ja, sicher. Ja, es ist wirklich perfekt. Also wirklich, die Leute geben sich immer sehr viele Mühe da. Und es sind wirklich auch sehr viele gute Leute, die in diesem Wohnbus treffen. Ja. Ja, der Chef, der es dieses Mal organisiert hat, hat leider Muskelfaserriss erlitten. Hast du mitbekommen? Ja. Auf dem Fahrrad merkt man es nicht, aber wenn er zu Fuß ist. Es tut mir so leid, weil ich hatte gesagt, wir machen mal den ganz großen Rundgang. Da war er nicht so begeistert. Aber so, ist so. Ja, schön. Also tolles Statement heute am 21. August 2021 in Interlaken in der Schweiz. Und ja, das perfekte Paar Willi und Denise, wie das dann so ist. Tschüss, danke. Ciao.